Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. Es ging einfach alles so schnell und so einfach. Ich habe jeden Tag gespielt. Guten Morgen, Frau Bernit. Es sind schwierige Zeiten für Apothekerin Simone Kolberg. Einfach ein Rezept einlösen, oft nicht möglich. Denn viele Medikamente sind momentan nicht zu bekommen. Zum Beispiel einige Cholesterinsenker. Das Atorvastatin, Frau Bernit, was Sie normalerweise bekommen, ist zurzeit nicht lieferbar. Ach, jetzt geht's schon los. Genau, geht schon los. Ich gebe Ihnen für dieses Mal, für die nächsten 3 Monate, einen anderen Hersteller mit. Und dann sind Sie genauso gut qualitativ versorgt. Es ist nur eine andere Packung. Ja? Alles klar. Sie muss sich nur an eine andere Packung gewöhnen. Doch immerhin bekommt sie den gleichen Wirkstoff. Das gelingt aber nicht immer. Täglich checkt sie, welche Medikamente von Lieferengpässen betroffen sind. Es werden immer mehr. Das sind tatsächlich im Moment 199 Positionen. Das ist bei uns doch relativ viel. Das ist rekordverdächtig. Wir haben jetzt zum Teil Antibiotika, die uns fehlen. Einfaches Aspirin plus C, was zurzeit nicht lieferbar ist. Der Fiebersaft taucht natürlich auf. Es sind hier und da die Blutdrucksenker, die fehlen. Aber das nimmt und nimmt kein Ende. Auch unsere Facebook-Follower berichten, dass sie Medikamente nicht bekommen, die sie dringend brauchen. Zum Beispiel Fiebersaft für Kinder oder Hormonpflaster Estramon, seit Juni nicht lieferbar. Presinol 125, Ersatzpräparat für meine vorherigen Blutdruckmittel, da ich schwanger bin, Katastrophe. Wenn ein Wirkstoff von keinem Hersteller geliefert werden kann, müssen Ärzte wie Joachim Kurzbach entscheiden, ob und wenn ja, welche Alternative es gibt. Es gibt ja einen guten Grund, warum die Patienten genau diesen Wirkstoff bekommen. Es soll ja gut verträglich sein und die Einnahmetreue muss stimmen. Das heißt, möglichst wenig Tabletten mit einem Wirkstoff, der keine Nebenwirkungen macht. Und wenn wir dann einen guten Wirkstoff, der gut funktioniert, nicht mehr weiter verordnen können, ist das natürlich für alle Beteiligten schlecht. Besonders dramatisch war das Anfang des Jahres für tausende Brustkrebspatientinnen. Das Medikament Tamoxifen nehmen Frauen nach einer Brustkrebserkrankung, damit der Krebs nicht zurückkommt. Doch es war 2 Monate kaum zu bekommen. Mittlerweile können Apotheker Tamoxifen mit einer Notfallverordnung aus dem Ausland besorgen. Denn dort sind viele Medikamente, die bei uns knapp sind, die ganze Zeit verfügbar, erklärt Apothekerin Simone Kolberg. Was dann erschwerend für Deutschland hinzukommt, ist, dass bei uns die Medikamente im Grunde zu billig sind. Man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, dass in dem Fall, wo halt weltweit ein Wirkstoffmangel herrscht, weil nicht genügend produziert werden kann, die deutschen Firmen als letztes beliefert werden, weil wir zu wenig Geld zahlen. Und es gibt weitere Gründe für die zunehmenden Lieferengpässe. So werden viele Wirkstoffe nur von einem oder wenigen Herstellern produziert. Die meisten in Indien oder China, weil es dort am günstigsten ist. Wenn es dann zu Produktionsausfällen kommt, etwa wegen Verunreinigungen oder eines Brandes, gibt es oft keine alternativen Anbieter. Das hängt auf jeden Fall mit der Globalisierung der Welt zusammen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt weltweit für Ibuprofen zum Beispiel oder für bestimmte Blutdruckmittel nur noch sehr wenige Hersteller, die den Wirkstoff produzieren. Und wenn dann halt entsprechend einer wegfällt, haben wir weltweit einen Mangel. Und mit immer wiederkehrenden Corona-Lockdowns in China hat sich die Situation zusätzlich verschärft. Doch kurzfristig wird es nicht möglich sein, die Produktion von Medikamenten und deren Rohstoffen nach Europa zu verlegen. Deshalb bleibt es an ApothekerInnen wie Simone Kolberg hängen, zu versuchen, Alternativen zu finden, wenn wieder mal ein Medikament fehlt. Schönen guten Abend, Daniela Hubloer, Medizinerin und Gesundheitsexpertin bei der Verbraucherzentrale. Hallo. Hallo. Also es gibt einen Unterschied, den wir machen müssen zwischen Lieferengpass und Versorgungsengpass. Genau, Welcher das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also ein Lieferengpass heißt, dass eine übliche Auslieferung mehr als 2 Wochen verzögert ist. Und ein Versorgungsengpass liegt vor, wenn auch ein Wirkstoff
gleiches Medikament nicht mehr verfügbar ist. Wie es im Beitrag jetzt zum Beispiel mit Tamoxifen war, das war ein Versorgungsengpass. Dieses Medikament war wirklich, der Wirkstoff war wirklich über 2 Monate kaum zu bekommen. Und das ist das Ernstere sozusagen? Das ist das Ernstere. Ja. In der Regel sprechen wir über Lieferengpässe. Das heißt, es verzögert sich, es ist schwieriger zu bekommen, aber die Versorgung ist gewährleistet. Okay, wir haben im Film ja einige Gründe jetzt für die angespannte Situation gehört. Gibt es denn einen Plan für den Ernstfall, also für den Versorgungsengpass, oder kommt es einfach auf den findigen Apotheker, die Apothekerin an? Ja, es gibt schon Maßnahmen dagegen. Man kennt das Problem ja auch eigentlich schon seit ein paar Jahren. Also es gibt die Möglichkeit, die Bundesregierung kann durch eine Verordnung inzwischen selbst Medikamente kaufen und lagern. Also normalerweise kaufen Apotheken, da kann auch die Bundesregierung kaufen. Und es gibt in der Apotheke eben auch die Möglichkeit, dass ein Aut simile, ein ähnliches Medikament, ein ähnlicher Wirkstoff abgegeben wird, nach Rücksprache mit behandelnden oder verordneten Ärztin oder Arzt. Ich habe jetzt bei meinen Migränemedikamenten, als ich da stand, auf einmal so, oh, wie, es gibt die nicht mehr, versucht erstmal verschiedene Apotheken abzuklappern, aber ohne Erfolg. War wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, ne? Das ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, denke ich. Also man muss jetzt auch noch mal unterscheiden, ob es ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament ist oder ein verschreibungspflichtiges. Okay. Und bei den nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten gibt es die Empfehlung in der Apotheke, erstmal nicht schon zu sagen, ich will das und das Medikament, sondern erstmal auch die Symptome zu schildern, die Beschwerden. Also zum Beispiel mein Kind hat Fieber. Das Kind hat Fieber. Ja? Und wenn es dann zum Beispiel ein ganz kleines Kind ist, dann kann man da gut auch Zäpfchen geben. Da muss es nicht der Saft sein. Okay. Also oft gibt es auch eine andere Darreichungsform. Ja? Zäpfchen statt Saft zum Beispiel. Bei den Verschreibungspflichtigen ist es natürlich sinnvoll, schon mal in der Arztpraxis zu fragen, wissen Sie, ob es da gerade Probleme gibt, wenn Sie mir das verschreiben, oder was wäre denn sinnvoll, dass Sie mir jetzt verschreiben. Und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte führt eine Liste, bei der die pharmazeutischen Unternehmen melden, wenn es Lieferengpässe gibt. Könnte man auch selbst nachschauen auf dieser Liste oder eben in der Arztpraxis nachfragen. Schauen Sie doch bitte mal nach, kann es da Probleme geben oder nicht. Ja. Was ist, wenn das verschreibungspflichtige Medikament teurer ist, also was dann nicht da ist und ein anderes muss da, was teurer ist? Wer bezahlt das? Seit Corona übernehmen die Krankenkassen dann die Mehrkosten. Also es gibt ja diese Rabattverträge. Ja, es soll das Medikament abgegeben werden, mit dem also die jeweilige Krankenkasse einen Vertrag geschlossen hat. Wenn das nicht verfügbar ist, Medikament ist teurer, dann übernimmt es aber die Krankenkasse. Das ist bis März nächsten Jahres auf jeden Fall noch der Fall. Wird dann hoffentlich verlängert. Okay, gucken wir danach weiter. Wie sinnvoll ist es denn, einen kleinen Vorrat oder auch einen größeren Vorrat an Medikamenten sich zu Hause anzulegen? Was sagen Sie dazu? Ein größerer Vorrat ist nicht sozial. Weil es fehlt an anderen Leuten. Ja? Einen kleineren Vorrat zu haben, sodass es nicht sofort die Katastrophe ist, wenn ich vielleicht nicht einen Arzttermin und die nächste Verschreibung gerade nicht bekomme. Kleinerer Vorrat ist in Ordnung. Man muss ja auch immer denken, es gibt Mindesthaltbarkeitsdatum. Und bei Medikamenten kann man nicht beurteilen, ob das dann noch in Ordnung ist oder nicht. Aber es ist dann keine Wirkstoffgarantie mehr. Also ein kleinerer Vorrat, das ist nicht gleich, wenn die nächste Verschreibung nicht klappt oder so, nicht gleich ein Problem gibt. Größere finde ich nicht in Ordnung. Ja, und das wäre ja richtig ärgerlich, wenn es dann abgelaufen ist und keiner hat was davon. Genau. Frau Hoploa, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Meine Geschichte wurde betitelt als modernes Märchen. In einer Woche haben wir 13.000 € gemacht. Ich habe jeden Tag gespielt. Ich habe jedes große Event gespielt. Diese Bitcoin hat einen Wertanstieg gehabt. Einen großen Wertanstieg. Da 200.000 € gewonnen, da 300.000 € gewonnen. Jeder macht Fehler und das ist dann auch bei uns passiert. All I hear, go get the